Wir sind nicht in Amerika, wir sind in der Schweiz, wir sind in Bern und da ist der Heinz. Grüß dich, Heinz. Grüß Gott. Ja, das ist ein Coachman Catalina Summit Series. Da hast du direkt mal 3 Stück aufgestellt. Sie sind an der Seite, haben sie Blech an der Seite. Das wirkt richtig so wie outdoormäßig, ganz, ganz robust, oder? Das ist die Aluminiumbleche, die sind in das sind Bänder, die ineinander gesteckt sind. Der Vorteil von dem System ist, wenn ich einen Schaden habe auf der Seite, kann ich nur ein Blech auswechseln, ohne dass ich die ganze Seite reparieren muss. Es ist so, dass die Struktur von diesem Blech ist extrem stabil. Das heißt also, das hier ist jetzt gewölbt. Es geht ineinander, übereinander. Das heißt, es kann kein Wasser reinlaufen. Da ist nie ein Problem, ja. Es ist komplett von oben nach unten überlappend. Das wird jedes Mal, man fängt oben an, dann schiebt man das nächste Blech ein und das ist überhaupt kein Problem von der Richtheit. So, die sind jetzt relativ gerade. Die wir jetzt entsprechend gesehen haben, die sind meistens als Sattelauflieger ja gemacht. Das hier sind normale Wohnwagen, oder? Das sind nicht Wohnwagen. So, die Last hier? Automatisch sind die Wohnwagen von ästhetisch gesehen ein bisschen einfacher als ein Polyester-Vorbau. So, wir gehen mal kurz auf die Seite, dass wir das mal sehen. Das Besondere an den Fahrzeugen ist der Slide-Out an der Seite. Das macht Raumgefühl und die Leute, die drin waren, die wollen da nichts mehr anderes haben, oder? Die sind sehr erstaunt, dass es so etwas gibt. So, hier vorne ist die Technik. Da habt ihr Kabelsatellit. Da ist das Frischwasser, die Einläufe wie beim normalen Wohnwagen auch, ne? Wie beim normalen Wohnwagen. Dann haben wir natürlich, das kommt von Amerika, mit dem Anschluss für den Satellit oder für das Kabel vom Fernsehen. Das Besondere da ist natürlich auf den Campingplätzen, da hast du überall Fernsehanschluss, da steckst du dich rein und das ist so. Aber mittlerweile haben die Leute immer mehr Internet. Das ist ein normaler Wohnwagen. Ungefähr das Gewicht von dem Wohnwagen? Vom Wohnwagen haben wir von 2400 bis 2900 Kilo. Also 2400 bis 2900. Man braucht denn ein Zugfahrzeug, was die Gesamtanhängelast dann auch aushält. Zum Beispiel Volkswagen T6 würde gehen. Ja, Zugfahrzeuge braucht man von 3000 bis 3500 Kilo Zuglast. So, das ist kein Problem. Das heißt, ich bin jetzt hier in der Schweiz, nehme einen ganz normalen PW. Das ist ein Personenwagen. Damit könnte ich ihn ziehen, wenn er die Zuglast hat, oder? Unser Problem ist, dass in Amerika haben wir sehr hohe Stützlasten, weil die Achsen sind nach hinten verschoben. Damit ist der Wohnwagen viel stabiler beim Fahren. Dann müssen wir die Stützlast vorne müssen wir anpassen, dass es auf Fahrzeugen bei uns funktioniert. Ungefähr die Stützlast vorne, wie hoch ist die? Stützlast von 150 bis 300 Kilo Stütz. Braucht man. So, das heißt also Fiat Ducato wäre es eher, oder? Als Zugfahrzeug. Es gibt immer mehr Fahrzeuge, die haben bei 150 bis 200 Kilo Stützlast und da ist für uns kein Problem. Beispiel an Fahrzeug, welches? Viele die SUV-Fahrzeuge, die haben meistens eine Anhängelast von 3000 bis 3500 Kilo. So, komm, wir gehen mal rein, dass wir mal kurz drum rumgehen. Das Besondere hier ist, du hast Sattelauflieger und du hast Wohnwagen. Beides kommt sehr gut an. Der Wohnwagen könnte man mit einem Mower versehen, das würde gehen? Das ist ein Vorteil mit dem Mower. Man kann das ganz einfach auf der Stelle parkieren. Genau, man kann also einen Motor anschließen und hat eine Fernbedienung. Das Ganze kommt natürlich mit einer richtigen Markise, die hier drin ist. Das ist kein Spielzeug, sondern das kennt man natürlich in Europa nicht, oder? Das ist die amerikanischen Markisen mit Beleuchtung runter. So, wenn ich jetzt schaue, 49.900 Schweizer Franken, wenn wir gleich mal reingehen, das ist der Hammer, was da schon an Ausstattung drin ist. Ja, das ist alles inbegriffen.
Und dann haben wir als Zubehör haben wir die Elektroheizung, haben den Slide-Topper auf der Story. Das wäre dann Zubehör. Außenlautsprecher hast du mit drin, du hast einen Boiler mit drin, du hast eine Gasheizung mit drin. Ich zeige es mal gerade hier vorne, eine richtige Treppe, die mit drin ist. Das Fahrzeug ist relativ kurz, das heißt, der Gesamtaufbau sind unter 10 Meter hier. Ja, der ist 8,70 Meter. 8,70 Meter. Du hast auch größere hier, oder? So, jetzt gehen wir mal kurz rein, Heinz. Da ist eine richtige Fliegenschutztür, ist mit dabei. Du hast eine ordentliche Treppe mit dabei, die kannst du zumachen wie in Amerika. Das kennt man. Und ist auch für die kleinen Fliegen gedacht. Dann, wir gehen mal rein. Direkt mal am Eingang hier ein riesengroßes Sofa mit drin. Und wenn ich hier jetzt mal durchgucke, das ist so ein kleiner Slide-Out, der hier drin ist, aber der schafft so viel Raum, das ist unglaublich immer wieder. Also ja, überraschend, oder? Das ist ein ganz anderes Leben, wenn man einen Auszug hat, als gewöhnlich bei uns, wenn man auf 2,30 Meter oder 2,50 Meter Breite arbeiten muss. So, was immer wichtig ist, den Amerikanern, ist eine große Küche drin. Das heißt also, du kannst da nichts verkaufen, mit einer riesigen Spüle musst du haben, wie zu Hause in Amerika. Das Leben ist so in Amerika. So, die Fahrzeuge, die könnte ich jetzt auch nach Deutschland bringen, theoretisch. Das heißt, das ist einfacher, oder? Das ist kein Problem, ja. Okay. So, das ist jetzt hier eine Ex-Sitzgruppe. Das Besondere ist natürlich beim Slide-Out, dass ich nicht nur nach hinten rausschauen kann oder nach vorne, zur Seite. Das ist ein ganz anderes Leben hier drin. Jetzt sind die Fahrzeuge kalt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schön das ist, wenn hier ein bisschen warm ist, oder? Mit der Wärme, ja. Der Tisch kann man runterlassen, kann man dann ein Bett machen draus. Ja. Der Divan ist das gleiche. Divan kann man. Ein Schlafsofa? Okay. Das könnte man auch dauerhaft bauen oder gebaut lassen, wenn man möchte. Man hat es aber in ein paar Sekunden hat man es wieder zurückgebaut. Das ist sehr schnell gemacht. Ja. So, okay. Hast du überall Schränke mit drin? Du hast immer eine Klimaanlage mit dabei. Das ist das Besondere, was da ist. Und natürlich Gasbackofen, Mikrowelle mit drin, großer Kühlschrank. Ist alles serienmäßig. Und der Kühlschrank ist nie auf dem Boden. Der ist immer auf der gewissen Höhe, dass man rankommt. Ältere Leute, so wie ich, auch mit Bauch. Mit Bauch, er hat sich gerade selber gezeigt. Ich kann das Bier noch rausnehmen, ohne dass sie die Knie gehen müssen. Oder? Stark. So, das Ganze ist modifiziert für Europa schon, fix und fertig, 230 Volt. Jetzt mit Schweizer Steckern mit drin. Da gibt es auch Adapter und das ist ja mal ein Bett hier drin. Das ist ein richtiges Schlafzimmer mit sehr viel Beweglichkeit ums Bett. So, und du sagst, mit Mower wäre kein Problem, wenn das jemand haben möchte? Wir bauen hier den Mower rein und dann ist es parkierbar ganz einfach. Ist unter dem Bett noch Platz eigentlich? Ist da Stauraum? Natürlich, das ist ein Stauraum von dieser Seite her. Stark. Aus Holz richtig gebaut. Ja. So, das ist in Amerika ja Standard, oder? Ja. Die machen alles aus echtem Holz. Genau. So, dann hast du links und rechts hast du und richtig. Der Stauraum von außen zugänglich, die ganze Breite. Für Skier oder für egal was du mitnehmen möchtest. Du hast eine Tonne Zuladung hier bei dem. Eine Tonne Zuladung, das ist der Vorteil, da haben wir nie Probleme mit der Polizei. So, hier vorne hast du 2 Kleiderschränke mit drin. So, das Ganze ist Ultraleichtbau in Amerika. Das heißt 2,5 Tonnen ist Leichtbau. Ja, das ist sehr, sehr, sehr leicht gebaut, also stabil gebaut, aber berechnet, dass es sehr leicht bleibt. So, das ist nämlich, in Amerika ist das ungewöhnlich, da sind die gerne auch mal viel schwerer. Die haben das Problem nie vom Gewicht. Das gibt es nicht in Amerika. Ja. Ich glaube, es gibt den Freizeitführerschein, da gibt es auch keine Begrenzung, da kann man auch, ja. Ja. In Amerika können Sie mit
vom Führerschein her gesehen können Sie bis zum Lastwagen fahren. Ist gar kein Problem, ist keine Vorschriften. Oder? So, hier vorne hast du eine richtige Dusche drin. Tankvolumen hier, Frischwasser, was geht rein? Bei dem haben wir 160 Liter Frischwasser. Immer, Toilette ist immer 100 Liter Wassertank von der Toilette. Ein Fäkaltank, ein Festtank ist dran. Und der ist wahrscheinlich direkt unter der Toilette, da gibt es keinen Ärger mit Sahaka oder so irgendwas? Nee, fällt einfach rein. Wir können für unsere Kunden, für die Karussellleute, da machen wir Sahaka-Toilette rein. Aber dann braucht man ja den Ablass direkt an der Stelle. So, guck dir mal den Raum hier an, wenn du hier reinkommst. Das ist der kleinste, oder? Das ist der kleinste. Das ist der kleinste. Herrlich. Ich finde das so klasse. Und das, ja toll finde ich auch die Ausstattung. Du hast also immer direkt eine Vollausstattung mit dabei. Du hast hier Dunstabzugshaube hast du mit dabei. Du hast eine ordentliche Mikrowelle mit drin. Du hast alles drin. Toll, oder? Und jetzt neu sind die Amerikaner endlich sind sie europäisch geworden in den Farben im hellen Interieur. So, das war vorher ein Riesenproblem. Die Dinger sahen immer aus wie die Stube von der Mutter, oder? Ja, von der Großmutter, ja. Der Großmutter. So, toll. Komm, wir gehen mal raus, zeigen das Ganze mal. 11 Minuten haben wir gebraucht, das ist das Minimum. Das Beste ist, man guckt sich sowas mal live an. Ihr habt einen Showroom bei euch. Ihr seid wo ganz genau? In Sembles bei Neuenburg. Da haben wir die große Werkstätte, da haben wir den Ausstellplatz, da haben wir die ganze Anlage. Also Werkstatt heißt auch, wenn jemand sagt, ich hätte gerne einen Fernseher eingebaut, da ist jetzt schon natürlich ein Fernseher drin aus Europa. Ihr habt alles modifiziert auf 230 Volt. Da ist ein zentraler Staubsauger ist schon eingebaut. Ja, das stark. Und was ich toll finde, ist natürlich hier die Sitzgruppe. Du hast eine richtige Rundsitzgruppe. Das schafft Gemütlichkeit. ist angenehm. Ja. Angenehm. Und du kannst auch hier natürlich wieder ein Bett bauen. Das ist wirklich sehr, sehr umfänglich. Auch hier könnte man schon drin wohnen, oder? Eigentlich. Natürlich. Heute, viele Leute, das Problem von den Wohnungen ist ja, dass die Mietzinse, die sind so hoch gegangen. Ja. Jetzt hat immer mehr Leute, wenn man einen Campingplatz findet, wo man die Papiere deponieren kann, dann hat man ein Leben problemlos. Ja, das Schöne ist, das ist kein Tiny House, das ist ein Wohnwagen. Da hat man nicht die Probleme, dass man irgendwie einen festen Wohnsitz hat oder so, sondern man kriegt dann einen Campingplatz mit dabei. Jetzt regnet's und das Schöne ist natürlich hier die Markise. Das ist wirklich eine Markise, da brauchst du keine Angst zu haben, wenn man in Wind geht. Problem, ja. Ja. Das war früher, musste man immer sehr schräg stellen, die Markise, dass das Wasser weggeht. Heute ist das automatisch geregelt. So, da sind die Slide-Outs, da ist die Awning, das Ganze ist elektrisch. Das heißt, sowohl der Auszug als auch das Slide-Out, das ist normal. Komm, wir gehen mal raus. Lass mal sehen, hier vorne ist übrigens noch ein Staufach für die Schuhe und so. Kannst du direkt am Eingang reinmachen. USB habt ihr schon verbaut. So, mal kurz raus. Und dann haben wir noch 2 Stück vor uns und dann sind wir fertig, Heinz. Ja. Ich finde es toll, heute am Samstag. Ja, hast du denn schon viele verkauft jetzt? Sehr, sehr guten Erfolg schon. 49.900 Schweizer Franken, da ist die Mehrwertsteuer mit drin. Ist alles inbegriffen. Da ist der Zoll mit drin, du hast die rübergeholt, der Transport, die ganzen Kosten. Ja. Man schreibt nicht alle Stunden auf. Ja. Aus diesem Grund können wir das noch so machen. Der Umbau ist mit drin, die Elektrik ist mit drin, die Gasanpassung mit drin, die Kupplung von Alco. Ich nehme an, das Chassis ist auch ist auch umzubauen, oder? Die Bremsanlage mussten wir umbauen für das Gesetz bei uns. Ja. Es braucht viele Kenntnisse, um das zu machen. Das ist so, du machst das ja nicht erst seit gestern. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist er nochmal, der zweite, wenn wir uns gleich mal angucken. Der ist jetzt ein bisschen länger, oder? Der ist ein Wohnwagen für die Familie mit 8 Schlafgelegenheiten. 8, das schauen wir uns gleich mal an. Bis gleich. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Schultes SA und ja, wenn Sie mal Interesse haben, lernen Sie den Heinz kennen.
82 Jahre alt und er ist der absolute Hammer. Er kennt sich mit allem aus und ist der Spezialist, wenn es um das Thema Wohnwagen geht. Bis dann, tschüss.